Oh! Thomas Müller, Manuel Neuer, die Big Bang hier in einem Stahlgehäuse, dass gerade diese Uhr einen Pullback von 20% in den nächsten 2 Jahren erhalten wird. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und jetzt während der Bundesliga-freien Zeit haben wir uns überlegt, dass wir euch mal zeigen, was denn so die deutschen Stars am Handgelenk tragen, und ich bin mir sicher, dass wir euch hier einiges an neuen Modellen zeigen können, was denn die Fußballer so am Handgelenk tragen. Wir fangen an mit der ersten Person, und zwar Thomas Müller, das Urgestein eigentlich vom FC Bayern München. Ich weiß gar nicht, hat glaube ich von Anfang an dort gespielt und ist auch dort einfach bekannt gegangen, hat immer stetig Leistung gebracht. Mit seiner Frau zusammen züchten sie unter anderem auch Pferde. Mir war es vorher nicht so bewusst, dass er tatsächlich auch teure Uhren am Handgelenk hat. Wir sehen hier bei ihm eine 5711, und zwar nicht nur die normale, sondern es ist die Version mit dem weißen Ziffernblatt. Für mich ist es eine der schönsten Modelle. Man muss jedoch sagen, dass sie nicht so sehr beliebt ist. Also die meisten Leute präferieren tatsächlich die blaue. Und ein Zitat von Oral Becks, derjenige, der eine der wichtigsten Auktionen auch leitet, hat gesagt, dass gerade diese Uhr einen Pullback von 20% in den nächsten 2 Jahren erhalten wird. Ein super interessantes Modell, 5711, ist quasi die Instagram-Uhr gewesen. Wenn man unternehmerisch erfolgreich ist, dann braucht man diese Uhr an seinem Handgelenk. Falls ihr Interesse habt an dem Modell, passt, denke ich, jedem, ist eine Alltagsuhr und die Sportikone, die jetzt eingestellt ist von der Hersteller Patek Philippe. Wir verkaufen sie aktuell für, ich glaube, 86.000 oder 87.000 Euro mit Box und Papieren, und es gibt niemanden, der sie günstiger anbietet. Schaut gerne vorbei. Die weiße haben wir aktuell nicht da, aber vielleicht zeitnah. Wir machen weiter jetzt mit Marco Reus, dem ewigen Zweiten. Leider schon wieder knapp an der Meisterschaft vorbei. Tut mir sehr, sehr leid. Auf der anderen Seite, er hat eine tolle Uhrensammlung und wir sehen hier eine wunderschöne Aquanaut Chronograph an seinem Handgelenk mit einem orangen Strap in Stahl. Das ist die 5968. Wird aktuell gehandelt so um die 130.000 Euro. Hochspannendes Modell. Die Aquanaut-Serie ist so die sportlichste Linie von Patek und setzt sich halt ab durch einen Stahlkopf und ein Rubber Bracelet. Wir haben hier für euch aktuell im Shop noch ein etwas selteneres Modell, und zwar ein Transitmodell. Es gibt aktuell auf dem europäischen Markt 4 Stück davon. Wir haben hier ein Modell, was die Referenznummer trägt 5165. Sie kommt mit Boxpapieren und es wurde auch gerade von Patek ein Service durchgeführt. Ein sehr, sehr spannendes Modell, falls ihr euch dafür interessiert, aber nicht so viel Geld habt und sagt, dieser Kautschuk-Vibe, das ist schon meins, haben wir hier noch ein paar andere Modelle, die ihr euch ruhig mal anschauen könnt. Ist natürlich nicht mit einer Patek zu vergleichen, aber spielt einfach in einer ganz anderen Preisklasse. Und man verliert das manchmal so ein bisschen aus den Augen. Und zwar Hublot, das Standardmodell, die Big Bang hier in einem Stahlgehäuse mit einem Kautschukband. Gerade dieses Sportliche ist für jeden etwas, der vielleicht gerne Jeans trägt oder sowieso ein bisschen sportlicher unterwegs ist. Und man kann auch, muss man sagen, Hublot in dieser Preisklasse ganz gut kaufen. Ihr müsst nur damit rechnen, dass ihr halt keinen Wertzuwachs habt. Und auf der anderen Seite haben wir hier mit einem weißen Ziffernblatt eine Panerai, wo wir auch aktuell der günstigste sind, im kompletten Set mit einem grünen Armband. Sehr, sehr schöne Uhr, ganz klar strukturiert. Die Submersible ist so die Tauchervariante vom Hersteller Panerai. Ist nochmal günstiger als die Hublot, liegt glaube ich um die 6.000, 7.000 Euro und hat auch diese Eigenschaften Stahlkopf und Rubber Bracelet. Von daher, wir haben für jeden was mit dabei, wenn ihr euch dafür interessiert. Alles ist in der Infobox verlinkt. Kevin Prince Boateng, einer der Personen, die so schon mit sehr viel Style und ja auch vielen tollen Outfits verbunden werden. Er hat schon bei Weltfußballmannschaften gespielt wie Mailand und auch sogar in Barcelona, jetzt gerade mit Hertha BSC leider abgestiegen. Und er trägt am Handgelenk eine limitierte Richard Mille. Ich meine, es müsste eine Barbara Watson sein, eine schwarze, wahrscheinlich America's Cup oder so, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Richard Mille steht ja für die Superlative. Das heißt, das ist ein Hersteller, der immer bis ans Maximum geht. Die Einstiegspreisklasse aktuell liegt, glaube ich, bei 160.000 Euro. Wir haben mehrere Modelle auf der Webseite, worauf ich euren Fokus setzen würde, ist die Johann Blake. Die hat ein ähnliches Werk drin wie die Barbara Watson, kostet aber 1/3 weniger. Ja, sehr, sehr interessant, aber auch eine Uhr, die ich hier am Handgelenk trage, ist genauso irre. Ob jetzt im Positiven oder im Negativen, man weiß es nicht genau. Und zwar, wir haben hier eine Hublot Factory Set Rainbow. Was soll ich dazu sagen? Sie ist ähnlich verrückt, würde wahrscheinlich zu manchen Outfits passen von Kevin Prince Boateng. Jedem, den ich die Uhr gezeigt habe, ich weiß, ihr werdet abhaten, aber jedem, dem ich diese Uhr gezeigt habe, er hat gesagt, sieht schon heftig aus. Und das muss ich auch ganz klar sagen. Kostet Liste aktuell 110.000 Euro und wir bieten sie, meine ich, knapp unter 90.000 Euro an. Schaut dort gerne vorbei, und falls ihr, ähnlich wie Richard Mille, in seinem Segment der beste Hersteller ist Clive Christian im Parfum-Game genauso eins der besten. Und wir haben hier Number One, das ist somit der teuerste Duft, den wir haben. Und ihr könnt diesen Duft aktuell ausprobieren in
2 ml. Das heißt, wenn ihr das Beste haben wollt, wie Richard Mille im Uhrengame, haben wir hier Clive Christian in einer 2 Milliliter Abfüllung. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Dort könnt ihr das Ganze testen. Vielleicht kann das euer Signature-Duft sein. Für die Zukunft hochkomplex und sehr, sehr spannend. Oh! 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 Alter! Oh mein Gott, unser Buchhalter nimmt das Ding aber hier auseinander. Leute, wir machen hier beim Sport weiter, da wo sich unser nächster Kandidat verletzt hat. Manuel Neuer, er ist Weltmeister geworden 2014, aktuell leider verletzt und wir sehen hier an seinem Handgelenk den Klassiker von Rolex, die Ikone der Sportuhren, die Daytona mit weißem Ziffernblatt. Dieses Modell ist eingestellt und seitdem diese Uhr eingestellt ist, ist so ein bisschen der Spirit verloren gegangen. Das heißt, die Leute irgendwie sind nicht mehr so hyper interessiert an dem Modell und ich muss sagen, gerade hat es sich auf einem Preisniveau etabliert. Wir haben hier aktuell das schwarze Modell, nicht die weiße Panda, für, ich glaube, 25.000 Euro. Schaut dort gerne vorbei, ihr werdet in dem klassischen Bereich als Sportuhr wahrscheinlich kaum was Besseres finden. Und ich habe auch ein paar Klassiker mitgebracht, von denen man gar nicht es glauben mag, aber gerade eine Modellserie, diese hier, ist einer unserer Bestseller. Wir haben 8 Stück schon in diesem Jahr verkauft. Und zwar rede ich von dem Hersteller Patek Philippe der Serie der Calatrava. Das ist eine Dreizeiger-Uhr, ähnlich wie die Daytona eine Ikone ist des Sports, ist das eine der klassischen Uhren. Sie hat 2 Zeiger und auf 6 Uhr eine kleine Sekunde. Und jeder, der für 19.900 Euro eine Hulk kauft, also wie lost kann man bitte sein? Das hier ist eine Uhr, die könnt ihr das ganze Leben lang durchtragen, egal ob ihr 20 seid oder 80 Jahre. Wir bieten diese aktuell für 19.900 Euro an. Mit Box und Papieren ein absolutes Meisterwerk und diese Uhr wird never out of style sein. Die Größe ist zeitgemäß und ihr werdet auch keine günstigere finden. New Old Stock, das heißt, sie ist ungetragen, kommt quasi nur aus dem Display. Und auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, 19.000 Euro ist ein bisschen zu viel, ich habe leider nur 17.000 Euro, dann checkt mal gerne diesen Hersteller ab, und zwar Vacheron Constantin. Das ist der direkte Konkurrent, die Patrimony. Die hat auch 2 Zeiger und eine kleine Sekunde, nur noch mit einem Datum und diesem wunderschönen blauen Strap. Eine Uhr auch in Weißgold gefertigt. Werdet auch hier keine günstigere finden. Etwas andere Anordnung mit der Dornschließe. Sehr, sehr schönes, zeitloses Modell und versucht mal ein bisschen auch außerhalb von dem Mainstream zu schauen. Gerade diese beiden Modelle kann ich euch nur ans Herz legen. Bekommen wir nicht oft und gerade die Calatrava ein absoluter Topseller. Und jetzt unser letzter Kandidat, David Raum vom RB Leipzig. Ja, er hatte eine steile Karriere, hat noch vor kurzem in der 2. Liga gespielt, ist dann gewechselt und kann man schon sagen, ein sehr, sehr bekannter und talentierter Spieler. An seinem Handgelenk ist die Royal Oak mit einem weißen Ziffernblatt. Aktuell können wir euch, glaube ich, fast jedes Modell. Wir haben die graue, wir haben die grüne, wir haben die schwarze, alle zu Knallerpreisen mit Box und Papieren, also unglaublich. Das ist immer so, bei der Royal Oak ist das so, ihr zahlt quasi, das ist auch eine 3-Zeiger-Uhr, so wie die Datejust, aber schon, muss man sagen, so das nächste Level. Und da kostet halt die Stahluhr direkt das 3-4-fache. Von daher, wenn ihr fertig seid mit Rolex, schaut euch gerne Audemars Piguet an. Die haben sich wieder sehr, sehr krass gefangen. Die Preise sind einfach stabil geblieben. Falls ihr eine Uhr in der Preisklasse von, sagen wir mal, 30.000 Euro bis 60.000 Euro sucht, dann haben wir, glaube ich, da jedes Modell da, was ihr so haben möchtet. Und genauso ist es auch in der Parfumwelt. Wenn ihr schon ein paar gute Basics habt, sagen wir, ihr habt von Bleu de Chanel, diese ganzen Designerdüfte durch, habt euch schon mal auch rangetastet bei Xerjoff, dann kann ich euch nur einen Allrounder noch empfehlen. Wir haben aktuell ein Discovery-Set von den wichtigsten und besten Parfums de Marly Düften. Und das hier ist ähnlich wie die Royal Oak anzusehen, einer der Düfte, mit denen man einsteigen sollte. Wir haben hier Layton, ja, ein Duft, den man den ganzen Tag eigentlich tragen kann, morgens, mittags, abends. Er hat Apfel mit drin, ein bisschen Jasmin, Vanille und auch Patchouli. Ein sehr, sehr guter Allrounder, der lange mit euch bleibt. Und ja, das ist nur so ein Tipp von meiner Seite. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Falls ihr euch fragt, von wem die Sonnenbrille ist, die ist von unserer Kollektion Gebauer & Gebauer, hergestellt von Hand in Italien. Ein tolles Teil. Wir haben uns da mit einem Hersteller zusammengetan, der uns verschiedene Modelle produziert hat. Wir haben 2 Stück und verschiedene Gläser auch noch, die ihr wählen könnt. Wir haben jetzt hier, weil es einfach dazu passt, in Blau gewählt. Lasst mich gerne wissen, ob diese Art von Content euch zusagt. Dann werden wir das Ganze wiederholen mit anderen Spielen, vielleicht mal international. Und dann sind wir raus. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.